Und, wie läuft die Jagd? Schon ein neues Opfer gefunden? Ja, sollten sich lieber in der Hauswirtschaftsschule rumtreiben, als auf meinem Datingportal. Die suchen alle eine Mami, die sich den ganzen Tag um sie kümmert. Du findest auch noch den richtigen. Hey, wenn ich gewusst hätte, dass ihr auch hier seid. Dann können wir ja vielleicht einen Nachtisch zusammen essen. Tut mir leid, ich muss nach Hause. Dann ein andermal? Klar, sehr gerne. Bis dann. Ciao. Ciao. Siehst du, er wäre gern geblieben. Du solltest vom Ende seiner Mittagspause nicht gleich auf die nächsten 40 Jahre schließen. Eigentlich sind wir ja schon. Paul weiß es nur nicht. Interessante Sichtweise. Blöd nur, dass du noch nicht mal in ihn verliebt bist. Wäre das nicht ein bisschen vorteilhaft dafür? Wie vorteilhaft das ist, haben wir doch mit Daniel gesehen. Ich suche jetzt nur noch einen Versorger und perfekten Vater für Steven. Und wie willst du ihn von eurer Seelenverwandtschaft überzeugen? Ich meine, 2 Matching Points bei dieser Dating-Seite sind ein bisschen mickrig. Gehst du mal diese Matching Points? Es geht darum, dass man gemeinsame Interessen hat und die haben wir. Wir gucken beide Horrorfilme. Ja, das ist natürlich mal eine super Basis für eine glückliche Beziehung. Olli, vor allem ist es eine todsichere Masche. Oh Gott, ich hab so Angst, Ricky. Gut, dass du da bist. Du willst wirklich noch mal diese Nummer abziehen, obwohl die beim letzten Mal so in die Hose gegangen ist? Ja, da war doch diese blöde Tussi, die mir in die Quere gekommen ist. Und die gibt es jetzt nicht mehr. Sondern jetzt gibt's nur noch Ricky, mich und alle Teile Tanz der lebenden Toten. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Wetten, dass ich den 3. Teil nicht mehr brauche? Das ist alles. Was heißt mir alles? Ich bin erledigt. Nein, ich. Ich habe gerade bei einem internationalen Top-Fotografen eine spontane Pause eingefordert. Oh, wieso denn das? Deinetwegen. Wenn du mir eine SMS schickst, Hilfe, Notfall, komm sofort runter? Entschuldige. Eigentlich dürfte ich dir aus Protest gar nicht zuhören, aber bevor du mich hier über die Hausanlage ausrufen lässt, was ist los? Also, Ricky trifft sich mit anderen Frauen. Ja, natürlich tut er das. Er weiß ja auch nicht, dass du seine angebliche Traumfrau bist. Ja, aber er hat mir 3 Frauen gezeigt und mich gefragt, welche er davon aussuchen soll. Das musst du dir mal reinziehen. Soll ich jetzt Mitleid haben? Danke, ich habe mich schon selbst drum gekümmert. Ich habe aus Versehen ein Glas Wasser über seinen Laptop geschüttet. Du hast was? Ja. Er hat gesagt, es zahlt die Versicherung und er wollte sich eh einen neuen kaufen. Und genau das ist das Problem. Er wird sich einen neuen kaufen, wird sich wieder einloggen, wird ihr eine Nachricht schreiben, wird sich mit ihr treffen, wird sie heiraten und ich bin raus mit Steven. Ich dachte, du bist nicht in Ricardo verliebt. Bin ich auch nicht. Ja, warum lässt du ihn dann nicht einfach in Ruhe? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Weil Ricky und ich perfekt füreinander sind? Was er aber nicht weiß. Deswegen wird er auch weiter im Internet nach seiner perfekten Frau suchen. Willst du dann jedes Mal mit einem Glas Wasser neben ihm stehen? Ich brauch doch kein Glas Wasser. Ich brauch sein Passwort. Gut, dass du da bist. Ja, und diesmal habe ich sogar ganz offiziell Pause. Und du sag bitte nicht, dass du gerade versuchst, Ricardos Passwort zu knacken. Was? Du hast gesagt, ich soll nichts sagen. Jessica, du weißt, dass das illegal ist. Ich mache das ja auch nicht zum Spaß, sondern weil ich Ricky vor einem ganz großen Fehler bewahren will. Wie selbstlos. Und du glaubst wirklich, Ricardo hat so ein leichtes Passwort, dass du das einfach knacken kannst? Nee, denn die simplen habe ich schon durch. Ich werde es schon noch rausfinden. Ich weiß nämlich, wie Ricky tickt. Wow. Da muss man wirklich erst mal drauf kommen. Hilf mir lieber. Das werde ich nicht tun. Du solltest es auch sein lassen. Ja, du hast recht. Ich muss ganz anders an die Sache rangehen. Also, wenn Ricky und ich gleich ticken, dann heißt das ja, dass Ricky wie ich tickt. Und bei meinem Bankkonto ist das Passwort Das will ich gar nicht wissen. der Name meines ersten Haustieres. Ich dachte schon. Ja, Quickie. Also nicht Quickie, sondern Quieki. Das war nämlich mein erstes Meerschweinchen. Das hat immer ganz... So schön gequiekt. Ja, Eigentlich müsste ich dir jetzt zur Strafe dein Bankkonto leer räumen. da sehe ich nicht viel drauf. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was Ricky für ein Haustier hatte. Frag ihn doch einfach. Hält bestimmt nicht auf. Es geht weiter.
das. Danke. So, ich habe fertig. Oh, ich habe das Passwort rausgefunden. Das Haustier? Ja, das Haustier. Das war nun wohl doch nicht so einfach. Ich verstehe das nicht. Paulchen ist Timos Meerschweinchen. Er hat gesagt, dass Rickys erstes Haustier so hieß. Jessica, darf ich dich daran erinnern, dass du nur vermutet hast, dass Ricardo den Namen deines Haustiers als Codewort benutzt hat? Ey, der ist ein echter Spanier. Das wäre doch komisch, wenn er ein Haustier hat, das einen deutschen Namen hatte. Das ist es. Natürlich. Was heißt Paul auf Spanisch? Pablo, keine Ahnung. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, lass es doch einfach. Was würde sowas wie Klein Pablo auf Spanisch heißen? Pablito. Ich hab's gesagt, siehst du? Ricky und ich denken sogar gleich.